Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich Lebkuchen backe. Zunächst bereite ich meine Gewürzmischung vor. In einen Mörser habe ich einen guten Teelöffel Zucker gegeben, damit ich etwas Masse zum Bearbeiten habe, sowie Nelken, die ich sogleich mit dem Zucker zusammen zerreibe. Das hier sind Kardamonkapseln, die ich mit dem Messerrücken zerdrücke, öffne und die Kerne heraushole. Ich gebe sie zu den bereits zermahlenen Nelken und zerreibe nun auch den Kardamom. Natürlich kann man auch eine fertige Gewürzmischung kaufen, aber dann schmeckt immer alles gleich und ich habe gerne etwas Einfluss auf den Geschmack meines Lebkuchens. Es braucht aber etwas Geduld und Kraft. Hier habe ich gemahlenen Ceylon-Zimt, wovon ich 2 gestrichene Teelöffel in meine Zuckermischung gebe. Alles wird kurz durchgerührt und zur Seite gestellt. Meine übrigen Zutaten wie Mehl, Mandeln und so weiter habe ich schon am Vortag abgewogen und zugedeckt bereitgestellt. Dann geht das Zubereiten des Teiges etwas schneller. In einem Topf habe ich Wasser zum Kochen gebracht und darauf stelle ich nun den Behälter mit dem Honig. Der Honig befindet sich bereits in der Rührschüssel meines Mixers. Der Geschmack des Honigs hat Einfluss auf den Geschmack des Lebkuchens. Ich nehme gerne eine Sommerblüte, also keinen Raps-, Wald- oder Akazienhonig. In den Honig habe ich die Butter gegeben, die ich in Stücke geschnitten habe. Der Wasserdampf erhitzt Honig und Butter und letztere wird schmelzen. Natürlich kann ich es nicht lassen, alles durchzurühren, denn dann geht es etwas schneller. Kurz bevor die Butter vollends geschmolzen ist, nehme ich die Schüssel vom Feuer. Die Butter schmilzt nun von alleine. Nun kommen die restlichen Zutaten in die Honig-Butter-Mischung. Als da wären zunächst einmal meine Gewürzmischung, die ich mir eben zubereitet habe, gemahlene Mandeln, zur Hälfte geröstet und ungeröstet, sowie Zucker und Ei. Diese Zutaten rühre ich nun mit dem Kochlöffel einmal unter. Jetzt gebe ich das Mehl dazu, und zwar Roggenmehl und Weizenmehl. Auch das Mehl rühre ich, soweit es geht, mit dem Kochlöffel unter die Honigmischung, denn dann staubt es nicht so, wenn ich die Zutaten mit Hilfe des Standmixers endgültig zusammenrühren lasse. Das ist eine sehr kurze Angelegenheit. Wer den Teig probiert, wird enttäuscht sein, denn er hat noch nicht seinen typischen Lebkuchengeschmack. Das ist aber richtig so. Nun kann man, muss es aber nicht, den Teig über Nacht oder bis zu einer Woche an einem kühlen Ort stehen lassen, damit die Gewürze ihren Geschmack entfalten können. Natürlich wird alles gut abgedeckt, damit nichts austrocknet oder verschmutzt. Nach der Ruhezeit ist der Teig leider wieder sehr fest und ich zerteile ihn in kleine Stücke, damit er schneller wieder weich werden kann. Nun müssen noch Pottasche und Hirschhornsalz zum Teig gegeben werden. Diese beiden Zutaten sorgen für den typischen Geschmack des Honigkuchens. Pottasche und Hirschhornsalz werden in 2 kleinen Schüsseln genau abgewogen. Darauf kommt jeweils ein Esslöffel Wasser und alles wird verrührt, bis sich die Kristalle aufgelöst haben. Der Teig hat mittlerweile wieder Zimmertemperatur und ist weicher geworden. Ich gebe die Pottasche in den Teig und lasse sie einarbeiten und wiederhole den Vorgang mit dem Hirschhornsalz. Wer jetzt am Teig nascht, wird mit dem typischen Lebkuchengeschmack belohnt. Der Teig ist fertig und kann gebacken werden. Ich rolle ihn immer zwischen 2 Bögen Backpapier aus, denn dann braucht man kein Mehl zum Ausrollen, was die Beschaffenheit des Teiges verändern würde. Der Teig sollte ungefähr 4 bis 5 mm dick ausgerollt werden. Das kann man einfach so nach Gefühl machen oder man benutzt diese Ringe am Nudelholz oder man legt rechts und links vom Teig 2 Holzstäbchen der gewünschten Dicke. Nun sticht man die Formen aus, die man haben möchte
und gebt die Plätzchen auf ein Backblech. Bitte seid vorsichtig beim Backen und stellt den Ofen nicht zu heiß. Bei mir reichen 160 Grad Celsius vollkommen aus und die Backzeit beträgt ungefähr 7 bis 10 Minuten. Das kann aber ofenbedingt variieren. Also beobachtet das Gebäck, denn der Honigkuchen enthält sehr viel Zucker, der sehr leicht verbrennt. Während des Backens habe ich meine Zuckerglasur vorbereitet. Einfach etwas Puderzucker und so viel rum, bis eine dicke, cremige Glasur entsteht. Die Lebkuchen sind fertig gebacken und werden noch heiß mit dem Zuckerguss bestrichen. Die Kekse müssen noch heiß sein, damit der Zucker austrocknen kann. Anschließend werden sie auf ein Kuchengitter zum endgültigen Auskühlen gegeben. Und so wunderbar ist der Lebkuchen aufgegangen. Er ist schön leicht und locker. Gelagert wird der Lebkuchen am besten in einer Blechdose. Man kann die Kekse auch mit ganzen Mandeln belegen oder den Teig ausrollen und dann mit Marzipan und Gelee belegen, aufrollen und Brote formen, die dann gebacken werden. Davon kann man dann Scheiben abschneiden. Oder man kann den Teig auch dazu verwenden, ein Lebkuchenhaus zu bauen. Das ist aber eine andere Geschichte, die ich in einem weiteren Video erzählen werde. Ich hoffe, ihr probiert dieses Rezept einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Backen und Naschen und wie immer guten Appetit!